How many? Oh, good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's continue to talk like we said yesterday. Lass uns weitersprechen, wie ich gestern gesagt habe. Now, how many wives are afraid that the husband will do wrong things, but how many husbands are also afraid to displease their wife? Wie viele Frauen fürchten sich, dass ihre Männer die falschen Dinge tun, aber wie viele Männer haben auch Angst, dass sie ihren Frauen missfallen. So what do? Also was machen sie? They live a lie. Sie leben eine Lüge. They really want to have an evening with their buddies. Sie wollen so sehr wirklich einen Abend mit ihren Kumpels verbringen. You know, just hang out with the other male friends, have a lot of fun and be men. Einfach mit ihren Freunden rumhängen und Spaß haben. Und einfach Mann sein. I'm not talking about sinful stuff. Ich meine damit nicht sündhafte Dinge. What happens? Was passiert? The wife doesn't like that because she wants to possess him and own him. Die Frau mag das nicht, weil sie ihn beherrschen und besitzen will. So she manipulates and controls him. Sie manipuliert und kontrolliert ihn. So what does he do? He's now afraid that his wife is displeased. Was macht er? Er hat nun Angst, dass seine Frau unzufrieden ist. But he wants to be with his buddies. Aber er will mit seinen Kumpels zusammen sein. So he lies. Also lügt er. I've got to work late. Ich muss länger arbeiten. I've got this meeting. Ich habe dieses Meeting. Fear in any aspect in our family will only cause us to make a bigger mess with our family. Angst in irgendeiner Hinsicht in unserer Familie wird nur dazu führen, dass wir ein noch größeres Durcheinander in unserer Familie anrichten. You know, we have to literally erase every single fear within the family context. Wir müssen buchstäblich jede einzelne Angst im familiären Rahmen überwinden. You know how many parents have created their children in a terrible environment of fear. Wie viele Eltern haben ihre Kinder in einem Umfeld von schrecklicher Angst erzogen? Be careful, don't do this, you might fall. Sei vorsichtig, mache dies nicht, du könntest hinfallen. Don't climb up there, you hurt yourself. Klettere da nicht hoch, du könntest dich verletzen. Don't go there because this will happen. Gehe nicht dorthin, weil dies passieren könnte. So the parents are full of fear, now they project the fear on their children. Die Eltern sind voller Angst, projizieren nun die Angst auf ihre Kinder. Many things that we call wisdom are not wisdom at all. They're fear disguised as wisdom. Vieles, was wir Weisheit nennen, ist überhaupt keine Weisheit. Es ist Angst als Weisheit getarnt. You know, I told my boys, don't run across the street because cars are dangerous. They can kill you. Ich sagte meinen Jungs, renne nicht über die Straße, denn Autos sind gefährlich und sie können dich töten. But I never taught them, don't climb up a tree because you might fall down. Aber ich sagte ihnen nie, klettere nie auf Bäume, weil du runterfallen könntest. Boys and trees belong together. Bäume und Jungs gehören zusammen. Let him climb up and let him fall down. Lass sie hochklettern und lass sie runterfallen. He's going to learn how to climb more carefully. Er muss lernen, wie er vorsichtiger klettern kann. I'd rather have a child that's raised without fear and is learned by mistake Lieber habe ich ein Kind, das ohne Angst erzogen wurde und durch Fehler gelernt hat, than a child that now in the future life doesn't conquer anything because it's full of a million fears. als ein Kind, das in der Zukunft nichts besiegen wird, weil es 1 Million Ängste in sich trägt. Fear is wrong. Angst ist falsch. Study the Bible and you will find out there is no excuse for a Christian living with fear. Studiere die Bibel und du wirst herausfinden, dass es als Christ keine Entschuldigung gibt, mit Angst zu leben. You know, and this is what we see all over the world today with the pandemic. Und das sehen wir heute auf der ganzen Welt mit der Pandemie. Listen, don't you think I'm a conspiracy theorist guy? Denke nicht, dass ich Verschwörungstheorien nachgehe. Don't you think I'm somebody who denies that there's a virus called COVID? Denke nicht, dass ich einen Virus namens Covid bestreite. I don't do any of this. Ich tue nichts davon. But I've come to a clear understanding that the much more dangerous thing is fear. Aber ich bin zum klaren Verständnis gekommen, dass das viel gefährlichere Ding die Angst ist. Much more dangerous. Viel gefährlicher. If you study the Bible, you will see how destructive fear is. Wenn du die Bibel studierst, wirst du sehen, wie zerstörend Angst ist. And I've seen so many families destroyed because they were not willing to face the fear. Ich habe gesehen, wie viele Familien zerstört wurden, weil sie nicht gewillt waren, sich der Angst zu stellen. Oh, I'm afraid that my boy won't marry the right wife. Oh, ich habe Angst, dass mein Junge nicht die richtige Frau heiraten wird. And then maybe she's not going to treat him good. Und dann wird sie ihn vielleicht nicht gut behandeln. You know, when my son got engaged, Als mein Sohn sich verlobte,
It is shocking to me how many of my close Christian friends ask this question. Es ist für mich schockierend, wie viele christliche Freunde diese Frage stellten. Do you like the woman that is going to marry? Magst du die Frau, die er heiratet? And do you agree with this choice? Bist du mit dieser Wahl einverstanden? Do you know what I've always said? Weißt du, was ich immer sagte? It's not my God-given job to agree with his choice. Es ist nicht meine von Gott gegebene Aufgabe, mit seiner Wahl einverstanden zu sein. It's my God-given task to love and accept my daughter-in-law. Es ist meine von Gott gegebene Aufgabe, meine Schwiegertochter zu akzeptieren und zu lieben. I said, besides that, every morning when I wake up next to Debbie. I don't wake up next to Bethany. Nebst dem sagte ich, jeden Morgen, wenn ich aufwache, wache ich neben Debbie auf. Ich werde nicht neben Bethany aufwachen. It's unbelievable how many fears have gripped our hearts regarding family. Es ist unglaublich, wie viele Ängste unser Herz ergriffen haben, was unsere Familie anbelangt. So now we release this destructive energy. Jetzt lassen wir diese zerstörende Energie frei. And it enters into the hearts of people because they've not learned how to protect their own heart. Und sie gelangt in die Herzen der Menschen, weil sie nicht gelernt haben, ihre eigenen Herzen zu schützen. And it causes so much mess. Und das stiftet so viel Durcheinander. So you have to come to a place where there is no fear inside of your family. Du musst an den Punkt kommen, wo es in deiner Familie keine Angst gibt. You know, just live by simple trust. Lebe aus einfachem Vertrauen. Trust God, learn to trust your own family members. Vertraue Gott, lerne den einzelnen Familienmitgliedern zu vertrauen. And do something else. Und mache noch etwas anderes. Understand that as our family members become adults, they make their own choices. They might be good or they might be bad. Verstehe, dass wenn die Familienmitglieder erwachsen werden, sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Diese mögen gut sein, sie mögen schlecht sein. I've made some bad choices. Ich habe einige schlechte Entscheidungen getroffen. Well, I had to learn from my bad choices. Ich musste aus meinen schlechten Entscheidungen lernen. You've made some bad choices. Du hast ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. I hope you learned from your bad choices. Ich hoffe, dass du aus deinen schlechten Entscheidungen gelernt hast. I cannot emphasize enough how we radically have to fight any fear within the family context. Ich kann nicht genug betonen, wie wir innerhalb der Familie jede Angst radikal bekämpfen müssen. It is a destructive force. Es ist eine zerstörerische Kraft. Don't have it. Habe sie nicht. Tomorrow we move on. Morgen geht es weiter.